Willkommen zu Frequent Traveler TV, heute wieder mit einer frisch gepressten Sendung. Themen, die ich für euch vorbereitet habe. Ach ja, mein Name ist übrigens Lars Korsten, sage ich ja jetzt auch immer dazu. KLM, A350 ohne Business-Class-Sitze, ja, altes Thema, Zulassung. Chaos am Flughafen Frankfurt, zumindest am Bahnhof, nachdem dort ein Rohrbruch war. Austrian Airlines baut die Premium Economy massiv aus. Dann Finnair hat einen neuen Weg, Avios zu verschrubbeln, also dass man die von Finnair zu Qatar und so weiter. Und Lufthansa streicht die Kurzstrecke-Baut-Netzwerk um. Schauen wir uns auch an. Ihr denkt daran, den Kanal zu abonnieren, die Glocke anzumachen, ein Like dazulassen, aber auch zu kommentieren und aufs Gut zu kommen und zu diskutieren. Das erste Thema ist natürlich KLM. Und zwar KLM führt den neuen Airbus A350 ein, aber mit massiven Problemen. Business-Class-Sitze sind nicht zertifiziert, das heißt also die Premium-Kabine bei Blair, kennen wir ja alles von Lufthansa schon, obwohl die Flieger regulär fliegt. Erste 350-900 Auslieferung im Sommer 2026. 34 Business-Class-Sitze sind betroffen, keine Zulassung, gleich keine Vermarktung möglich, ist leider so. Ursache sind natürlich wieder die regulatorischen Anforderungen. Und zwar neue regulatorische Anforderungen. Die erste Strecke, die mit der Bude geplant ist, ist Toronto. Und Sitzhersteller arbeiten mit Behörden an Lösungen. Aber das Problem kennen wir von Lufthansa, das kennen wir von Delta, das kennen wir von Iberia. Also es gibt da einige, die da diese Thematik haben. Ja, klar, die höchsten Margen werden der Premium geflogen. Fluggesellschaften verlieren dadurch natürlich die Margen. Die Einführung neuer Flugzeuge wird auch ineffizient, weil wenn man überlegt, dass die Einsparungen natürlich da sind bei den Triebwerken und alles, aber wenn die Buden nicht voll sind, dann können sie das nicht komplett realisieren. Komplexität moderner Türen, das heißt also moderner Sitze mit Türen und Suiten, wird zum Risiko und natürlich ist anscheinend die Zertifizierung eine Art Flaschenhals. Ja, man muss vielleicht auf eigene Produkte verzichten, auf einfachere Produkte verzichten, also Sachen, die schon vermarktet worden sind. Heißt also, dass Time to Market ein kritischer Faktor ist. Fazit ist natürlich, dass Innovation sich mit Regulierung hier trifft, und zwar in einem negativen Sinne. Kurzfristig ist das teuer und langfristig bleibt es aber ein strukturelles Problem. Also da kann man mal gucken, was man da macht. Ja, die Frage ist natürlich, was würdet ihr denn machen? Würdet ihr mit dem Flieger fliegen, wenn die Business Class nicht da ist? Oder den Flieger vielleicht überhaupt abnehmen? Kann man das? Ich weiß es gar nicht. Interessante Frage, vielleicht mal für Airbus, ob die für die Sitze verantwortlich sind. Was am Frankfurter Flughafen los ist, ist ein anderes Thema. Da ist es nämlich so, dass sie einen Wasserrohrbruch hatten. Der legt nämlich die Frankfurt-Bahn lahm. Am Flughafen Frankfurt sorgt ein Wasserrohrbruch für massive Störungen im Bahnverkehr. Es ist halt dieses klassische Problem, weil es natürlich ältere Infrastruktur ist und dann passiert sowas natürlich. Aber es hat halt direkte Auswirkungen auf uns. Und zwar ist am Regionalbahnhof, also nicht an dem Langstreckenbahnhof, ein Wasserrohrbruch in der Decke. 1 von 3 Gleisen ist gesperrt. Betroffen ist die S-Bahn Rhein-Main und Regionalverkehr. Heißt also Verspätungen, Ausfälle. Und ja, Umsteiger haben halt A-Karte gezogen. Man sieht halt, wie anfällig die Infrastruktur in Europa ist und dass ein kleines Problem eine große Kettenreaktion auslösen kann. Und last but not least ist natürlich, dass Intermodalität hier wieder gezeigt wird, wo die Grenzen sind. Also insofern ist zwar mal ganz nett mit der Bahn, aber wenn es halt nicht bimmelt, die Bahn, dann bimmelt es halt nicht. Sollte man bei Flügen immer mehr Puffer einplanen? Und ich sage euch die Antwort auch schon von vornherein. Wenn ich mit der Bahn fahre, ich bin da hypersensitiv und mache viel mehr Zeit, als ich brauche. Also ich mache das einfach, bevor halt was sauer läuft. Ja, bei Austrian Airlines läuft nichts sauer, denn da stärkt man die Premium Economy. Da hat man jetzt gesagt, man investiert gezielt in die Premium Economy, man will mehr Sitze haben, neues Produkt haben, klarerer Fokus auf goldene Mitte zwischen Economy und Business. Heißt also, man will von 21 auf 28 Sitze gehen bei der Boeing 787. Man nimmt auch den Sitz mit der festen Rückschale mit der festen Rückenschale. Das ist der ZIM ZB610. Heißt also, es wird einen Retrofit geben, aber auch die Neuauslieferungen werden schon mit den neuen Sitzen ab 2027 beglückt. Und Hintergrund sind natürlich die niedrigen Ticketmargen. Im Premium Economy ist natürlich ein Wachstumssegment weltweit, weil viele Leute sagen, na, das bezahle ich, weil das ist es mir wert.
und hat auch vor allem höhere Margen als Economy und günstiger als Business, besonders attraktiv für Geschäftsreisende. Wollen wir es Light nennen? Nein, ich will nicht so gemein sein. Ich bin ja auch schon Premium Economy nach Los Angeles geflogen, habe aber festgestellt, das ist nichts für mich, besonders wenn es ein Nachtflug ist. Aber es ist halt wirklich auch eine Möglichkeit, Passagiere abzusellen und da Gas zu geben. Und wenn man ehrlich ist, braucht man nicht fragen, ob das Premium Economy die neue Business Class Light ist, sondern wenn wir ehrlich sind, ist ja die Premium Economy im Prinzip das, was die Business Class vor 20 Jahren, 15 Jahren war. Also so sogar noch weniger. Weil mich das letzte Mal mit den Recaro-Sätzen gefahren, die nicht komplett geflogen, die nicht komplett runtergingen in der Business bei Lufthansa. Also insofern ist es ein ganz klarer Move Richtung Profitabilität. Premium Economy wird zum Standardprodukt. Und die Frage ist aber, würdet ihr Premium Economy anstatt Business buchen oder bucht ihr eher Premium Economy anstatt Economy? Da ist eure Meinung gefragt. Was auch ein Riesenthema ist, ist, Lufthansa baut die Kurzstrecke radikal um. Heißt also, man setzt stärker auf Hub-Zentrierung bis 2028. Man hat ja 20.000 Flüge gestrichen, nachdem man die Lufthansa Cityline eingestellt hat von heute auf morgen. Lufthansa sagt, der Europaverkehr bleibt defizitär, Fokus auf die 6 Hubs. Das sind natürlich Frankfurt, München, Zürich, Wien, Brüssel und natürlich Roma Fiumicino. Ziel sind, die effizientere Struktur bis 2028 einzusetzen. Klassisches Hub-Modell ist damit ja unter Druck. Man sieht natürlich auch, ja, man kann auch die Hubs noch ein bisschen untereinander und sagt, ja, Brüssel ist Afrika und so weiter. Aber dann brauche ich wieder für Brussels Zubringer. Und daran sieht man ja auch zum Beispiel, wenn man jetzt guckt, ich bin in Hamburg und ich müsste nach Brüssel und es wird keinen Direktflug Hamburg-Brüssel geben. Dann müsste man natürlich Hamburg, Frankfurt, Frankfurt, Brüssel, dann Afrika oder sowas fliegen. Da kann ich dann auch mit Emirates ab Hamburg fliegen, da kann ich auch mit KLM fliegen, habe ich sogar einen Umstieg weniger. Ist auch ein Problem, ne? Also insofern ist das natürlich interessant, dass man sich hier auf profitable Strecken konzentrieren möchte. Aber natürlich ist die Reduktion der Zubringerflüge klar ein Risiko für das Netzwerk, weil die Leute dann auch andere Optionen nutzen. Und das Fazit ist natürlich, dass es eine radikale Effizienzmaßnahme ist. Risiko ist natürlich die Connectivity und natürlich unsere Kundenzufriedenheit. Da gibt es gar nichts. Ja, sollte Lufthansa auf weniger Hubs vielleicht setzen? Wäre das eine Möglichkeit? Was sagt ihr dazu? Das letzte Thema ist Finnair und Avios. Da gibt es eine kleine Meilenrevolution, wenn wir so sagen wollen. Finnair integriert sich vollständig ins Avios-System. Meilen können jetzt zwischen mehreren Airlines verschoben werden. Also die Avios-Verknüpfung zwischen British Airways, Iberia, Aer Lingus und Vueling. Freie Transfer von Meilen. Daten müssen identisch sein, Konten mindestens 30 Tage alt. Allerdings muss man auch ehrlicherweise sagen, ich habe bei Finnair nicht dieselbe E-Mail-Adresse, wie ich bei British Airways habe. Ich habe eigentlich nirgendwo dieselbe E-Mail-Adresse, weil zum Beispiel British Airways ja bekannt dafür ist, dass die E-Mail-Adresse nicht sicher ist. Heißt also, muss man halt gucken. Auch die Buchungsplattformen sind ja bei einigen Fluggesellschaften jenseits von Gut und Böse. Und das User-Interface ist auch so ein bisschen problematisch, weil einer ist, wer war denn das nochmal? Ich weiß gar nicht mehr, wer es war. Einer war auf dem Zettel drauf, dass er Partner ist, aber dann war es nicht. Klar ist das ein starker Schritt Richtung Ökosystem und man sieht auch, dass Avios vielleicht so als Einheitswährung genommen wird von OneWorld. Aber die Umsetzung ist natürlich noch ausbaufähig und da ist viel Luft nach oben. Ja, würdet ihr oder nutzt ihr aktiv diese Avios-Transferprogramme oder sagt ihr eher, nee, nicht? Ich habe es mal versucht, von Katar über British Airways zu Finnair zu transferieren. Ging mir schlecht als recht. Als Gesamtfazit zur heutigen Sendung kann man nur sagen, Premium-Produkte werden komplexer, das Risiko steigt natürlich, Airlines verschieben Fokus auf die Profitabilität, Netzwerke werden effizienter, aber dadurch auch weniger profitabel, flexibel, aber mehr profitabel, so ist es richtig. Und Loyalty-Programme entwickeln sich halt nur zu einer Plattform und dadurch, dass sie halt zum Beispiel wie Avios für viele Fluggesellschaften gelten, merkt man, dass das halt einfach nur eine Währung ist und nichts anderes, die eher ein eigenes Profit-Center ist. Und die Infrastruktur bleibt halt die Schwachstelle im System, sowohl bei British Airways, ja, IT und so, aber auch bei uns Wasserrohrbruch. Ist halt so. Ihr denkt dran, wie immer den Kanal zu abonnieren, die Glocke anzumachen, ein Like dazulassen und ihr könnt natürlich auch die Fragen des Tages beantworten auf School. Und die Frage ist, fragen wir die Frage einfach, bucht ihr Premium Economy von Business runter oder von Economy auf Premium Economy? Das wäre so eine interessante Frage. Und sollte Lufthansa weniger Hubs haben. Also,
Danke, dass ihr heute dabei wart. Ich freue mich, euch bis zur nächsten Sendung wieder zu sehen. Bis dann. Ciao.